Also, mein Name ist Bart Frederik, ich komme von Ried bei Kerzes. Ich bin Familienvater von 3 Kindern mit meiner Frau. Wir führen den Betrieb als Familienbetrieb, obschon dass es Swiss Radies heisst. Wir produzieren hauptsächlich Radiesli. Wir produzieren etwa 60 bis 80 Hektare Radiesli. Für das haben wir eine Fläche von 3,7 Hektaren Gewächshaus, von 1 Hektar Hochtunnel und im Freiland haben wir Säuerfruchtfolge, wo wir bis zu 30 Hektaren produzieren. Wir haben angefangen vor 2 Jahren, wo wir die erste Installation gemacht haben, in den Tunnel. Dort ist es darum gegangen, weil wir das Ockerproblem haben. Ocker ist Eisen. Und wir hatten schon vorher einen Filter, der nicht funktioniert hat. Wir haben es mit Aqua4 probiert. Und wir haben durch das weniger Verstopfungen. Somit haben wir nachher auch im ganzen Gewächshaus die Installationen gemacht. Die Problematik ist, dass in den Leitungen und in den Filtersystemen der Düsen sich Dreck angesammelt hat. Durch das, dass wir nicht Aqua4 eingesetzt haben, hat sich das lösen und wir haben durch das weniger Düsenverstopfungen. Der erste Eindruck ist, wir haben eigentlich schon eine gute Wassergabe. Wir probieren das Beste vom Markt auswendig zu machen, damit wir eine gute Wasserverteilung haben. Aber wenn natürlich die Düse nicht dementsprechend Wasser durch das Loch durchgeht, sei es jetzt mehr oder weniger, oder der Strahl nicht richtig, somit haben wir eine Kaschierung von der Wassergabe. Und durch das, dass wir eben weniger Verstopfungen haben und die Düse sauber bleibt, kommt an allen Orten eben das Wasser durch, das sollte. Und somit haben wir eine ausgeglichenere Wassergabe. Somit tut es ja den Dreck in der Wasserleitung säubern oder sollte es nicht sauber bleiben. Zweitens ist, von der Wasseraufnahme für die Pflanzen ist es besser verfügbar. Zusätzlich kommt, weil es besser verfügbar ist, sind nach meiner Meinung auch die Nährstoffe, die mit sich einander verbunden hat. Und die Pflanze tut mit dem Wasser die Nährstoffe aufnehmen und die sind viel besser verfügbar für die Pflanzen. Somit habe ich eine stärkere Pflanze oder nicht eine gestresste. Und zuletzt habe ich weniger Krankheiten. Es ist, wie ich schon gesagt habe, es sieht so aus, dass das Wasser besser laufen und ausgeglichener ist von der Kultur als solches. Aber das hat auch mit der Bodenstruktur Zusammenhänge. Und es ist noch zu früh zu sagen, was dort passiert. Wir sind gespannt, was mit der Bodenstruktur passiert. Eine Zuversicht für die neue Bewässerung, die Verteilung. Die Erfahrung mal muss machen. Man sieht es nicht auf heute, auf morgen. Bei den einen Böden kann das sicher sehr viele Auswirkungen haben und bei den einen, bei uns braucht es ein bisschen mehr. Wie ihr seht, haben wir unsere Kultur eigentlich soweit schon recht im Griff und gleich sind wir immer dran, Verbesserungen zu machen. Und ich denke auch gerade zurück zum Boden könnte es eine bessere Aufnahme sein von den Nährstoffen am Boden und darum könnte ich das ihm empfehlen.
Wie ich gesagt habe, es ist eine Verbesserung, dass die Pflanze keine Stresssituationen bekommt. Und jede Pflanze hat selber eigene Abwehrstoffe. Abwehrkräfte, Stoffe nicht, Kräfte. Und wenn die Pflanze gesund ist, dann muss sie auch mehr Sachen prestieren, nicht alles. Das ist von mir aus gesehen ein kleiner Teil. Wir produzieren konventionell. Und man kann in dieser Hinsicht nicht sagen, dass es nachher keinen Pflanzenschutz mehr braucht, in unserem Rahmen. Wir haben alles schon probiert, das ist nicht möglich. Es gibt einfach eine Verbesserung der Pflanzen. Aber was es hilft, ist, wir haben gute Qualität im breiten Rahmen.